Stell dir vor, Party, viele Leute, du kennst fast niemanden. Jemand dreht sich zu dir, lächelt und sagt, erzähl doch mal was über dich. Und in dem Moment nichts, Kopf leer, total leer. Oh ja, diesen Moment kenne ich. Warte, ich war da mal, wirklich. Ich stand da, hatte ein Glas in der Hand und dachte nur, sag irgendwas, Lena, irgendwas. Und? Und ich habe gesagt, ich heiße Lena, ich komme aus. Und dann war Stille, peinliche Stille. Krass. Und dabei ist das eine Frage, die man ständig hört. Genau, das ist ja das Verrückte. Hallo übrigens, schön, dass ihr da seid. Ich bin Jonas. Und ich bin Lena. Und heute reden wir über genau diesen Moment. Über dich selbst sprechen auf Deutsch. 3 Sachen nehmen wir uns vor. Erst einen Fehler, den ich bei echt vielen sehe. Dann ein kleines Wort, das dabei Wunder wirkt. Und zum Schluss den Unterschied zwischen locker auf der Party und ernst beim Amt. Falsch ist ein starkes Wort. Okay, nicht falsch, aber unpraktisch. Es gibt da einen Fehler, den ich bei ganz vielen sehe, und ich habe ihn selbst jahrelang gemacht. Dann lass uns den Fehler gleich auf den Tisch legen. Aber vorher, ganz kurz. Wenn euch solche Gespräche über Sprache und Alltag gefallen, abonniert den Kanal, damit ihr nichts verpasst. Ja, mach das. Es kostet nichts und wir freuen uns. So, der Fehler. Was ist es, Lena? Der Fehler ist, viele denken, über sich sprechen heißt Fakten aufzählen. Also Name, Alter, Beruf, Hobbys. Genau, wie so eine Liste. Ich heiße so. Ich bin so alt. Ich arbeite als das. Ich mag Kino und Wandern. Punkt. Und was ist daran schlimm? Das sind doch echte Informationen. Nichts ist daran schlimm. Aber es ist langweilig. Und ehrlich gesagt, es fühlt sich an wie ein Formular, das man laut vorliest. Ein sprechendes Formular. Haha, ja, ein sprechendes Formular. Und niemand will sich mit einem Formular unterhalten. Okay, aber ich muss kurz widersprechen. Wenn ich bei einer Behörde sitze oder in einem Bewerbungsgespräch, da will man doch genau diese Fakten hören. Oder? Guter Punkt. Da schon. Aber selbst da machen die Fakten allein noch keinen Menschen. Was meinst du? Ich meine, 2 Leute sagen den gleichen Satz. Ich arbeite als Krankenpfleger. Der eine klingt wie ein Roboter. Der andere sagt es so, dass du sofort denkst, interessant, mehr davon. Und der Unterschied ist? Eine kleine Geschichte, ein Detail, etwas Echtes. Hm. Kannst du das an einem Beispiel zeigen? Sonst bleibt es zu abstrakt. Klar, erste Version. Ich bin Anna. Ich komme aus Polen. Ich bin seit 3 Jahren hier und arbeite in einer Bäckerei. Okay, sauber, korrektes Deutsch. Absolut korrekt. Und trotzdem, schon vergessen, oder? Ehrlich? Ja, schon weg. Jetzt die zweite Version. Ich bin Anna. Ich arbeite in einer Bäckerei und stehe jeden Morgen um 4 auf. Am Anfang war das die Hölle. Heute liebe ich diese stille Stunde, wenn die Stadt noch schläft. Oh, ja, das ist. Da sehe ich sie plötzlich vor mir. Genau, genau das. Und weißt du, was das Schöne ist? Es sind fast die gleichen Wörter. Stimmt. Bäckerei, arbeiten, aufstehen. Alles einfache Wörter. Kein einziges schweres Wort. Aber ein Detail, das lebt. Um 4 aufstehen. Die stille Stunde.
Das ist eigentlich eine Erleichterung. Denn viele denken ja, sie müssten erst besser Deutsch können, um interessant zu sein. Und das ist der nächste große Irrtum. Wirklich. Die Leute warten, bis ihr Deutsch perfekt ist, bevor sie was über sich erzählen. Und warten und warten. Für immer, weil perfekt nie kommt. Da hast du recht. Aber lass mich mal die andere Seite verteidigen. Bitte. Wenn ich unsicher bin in der Sprache, dann ist so eine Liste doch ein Rettungsanker. Name, Beruf, fertig. Ich kann mich daran festhalten. Das verstehe ich total. Wirklich. Am Anfang ist die Liste wie ein Geländer an der Treppe. Etwas, woran man sich festhält. Ein Geländer, ja? Zum Festhalten. Aber irgendwann musst du das Geländer loslassen, sonst gehst du nie frei. Okay. Und wie lässt man los, ohne zu fallen? Mit einem einzigen Wörtchen. Weil. Weil? Weil. Das ist für mich eines der mächtigsten Wörter, wenn du über dich sprichst. Erklär das. Pass auf. Ich mag Kino. Das ist eine Liste. Aber ich mag Kino, weil ich für 2 Stunden mein Handy vergesse. Und plötzlich weißt du etwas über mich. Ah, das Weil zwingt dich, einen Grund zu nennen. Und der Grund ist das Persönliche. Ganz genau. Der Fakt ist der Anfang. Das Weil macht ihn erst lebendig. Leuchtet ein. Ohne Grund bleibt es eben eine Liste. Und weißt du was? Nebenbei ist das auch noch eine super Grammatikübung. Nach weil kommt das Verb ans Ende. Ich mag Kino, weil ich mein Handy vergesse. Stimmt, das Verb rutscht nach hinten. Vergesse ganz am Schluss. 2 Fliegen mit einer Klappe. Du wirst interessanter und übst gleichzeitig Grammatik. 2 Fliegen mit einer Klappe. Die Redewendung mag ich. Ja, die passt hier perfekt. Heißt einfach 2 Sachen auf einmal schaffen. Einmal Mühe, 2 Ergebnisse. Praktisch und leicht zu merken. Aber zurück zum Weil. Es gibt noch einen zweiten kleinen Helfer. Und der ist fast noch stärker. Neugierig? Welcher? Das Wort damals. Damals. Also ein Blick zurück in die Vergangenheit. Genau. Sobald du damals sagst, kommt automatisch eine Geschichte. Damals, als ich neu in Deutschland war. Und schon hört jeder zu. Das ist wahr. Damals macht sofort ein kleines Kino im Kopf auf. Und keine Angst vor der Vergangenheitsform. Im Alltag reicht meistens das Perfekt. Ich habe gearbeitet, ich bin gekommen, ich habe gelernt. Haben oder sein plus Partizip. Das lernt man früh. Eben. Du brauchst also gar nicht viel. Ein Weil, ein Damals, ein ehrliches Detail. Das ist schon fast alles. Aber jetzt ehrlich, Lena. Bei dir klingt das so leicht. Bei mir kommt in dem Moment trotzdem die Panik. Die Panik. Ja. Reden wir über die Panik. Denn die ist der eigentliche Gegner, nicht die Grammatik. Woher kommt die deiner Meinung nach? Ich glaube, wir denken, die andere Person prüft uns, so wie ein Lehrer, der auf Fehler wartet. Ertappt. Genau so fühlt es sich an. Aber das stimmt fast nie. Die meisten Menschen hören nicht auf deine Fehler, sie hören auf deine Geschichte. Kannst du das belegen? Oder ist das dein Gefühl? Ehrliche Frage. Und ganz offen, das ist meine Erfahrung, kein Beweis. Aber denk mal umgekehrt. Wenn dir jemand mit Akzent was Spannendes erzählt, zählst du die Fehler? Nein, überhaupt nicht. Ich höre einfach zu. Siehst du, und genau so geht es den anderen mit dir.
Das ist beruhigend eigentlich. Und es nimmt so viel Druck raus. Und falls die Panik doch kommt, hilft ein kleiner Satz. Moment, ich sortiere kurz. Der klingt ruhig und schenkt dir 2 Sekunden. Moment, ich sortiere kurz. Den nehme ich mit. Gut, dann lass uns das Ganze mal praktisch machen. Ja, machen wir. Ich habe da ein paar konkrete Sätze, die morgen schon funktionieren. Warte, kurz. Es gibt ja verschiedene Situationen. Locker auf einer Party ist das eine. Aber beim Amt oder im Job ist es was anderes, oder? Absolut. Und den Unterschied schauen wir uns jetzt genau an. Denn da machen viele nämlich noch einen dritten Fehler. Einen dritten. Jetzt bin ich gespannt. Sie benutzen überall den gleichen Ton. In der Kneipe wie im Amt. Und das geht oft schief. Stell dir vor, du bist auf einer Party. Da sagst du locker, hey, ich bin Marco. Ich schraub gern an alten Motorrädern rum. Klingt super, oder? Warm, echt, sympathisch. Total. Da will ich sofort mehr wissen. Und jetzt nimm genau diesen Marco. Gleiche Person. Aber er sitzt beim Amt gegenüber einer Sachbearbeiterin und sagt, ja, hallo, also, ich schraub so ein bisschen an Motorrädern rum. Oh nein. Doch. Und die Frau schaut ihn an und denkt, was will der jetzt von mir? Weil der Ton nicht passt. Der Inhalt ist okay, aber der Rahmen stimmt nicht. Genau das. Deutsch hat da so eine unsichtbare Regel. Es gibt sowas wie ein Du-Deutsch und ein Sie-Deutsch. Und die klingen echt unterschiedlich. Warte, das ist ein wichtiger Punkt. Viele lernen ja nur eine Version, meistens die lockere, aus Serien von Freunden. Ja! Und dann stehen sie im Büro und haben nur diese eine Schublade. Rumschrauben, halt mega, keine Ahnung. Und merken nicht, dass die Situation was Ruhigeres verlangt. Kannst du das mal gegenüberstellen? Ganz konkret. Ich glaube, das hilft mehr als jede Erklärung. Mach ich. Nimm den Beruf. Locker sagst du, ich mach was mit Autos. Formell, ich arbeite als Kfz-Mechatroniker in einer Werkstatt. Hörst du den Unterschied? Sofort. Das zweite klingt erwachsener, sicherer. Und es ist derselbe Job. Nur andere Kleidung für dasselbe Wort. Ich mach was mit dem Anzug wird zu. Ich arbeite als. Das gefällt mir. Ich arbeite als. Das ist so ein kleiner Satzanfang, der plötzlich Ordnung macht. Und du kannst ihn überall einsetzen. Ich arbeite als Pflegekraft. Ich arbeite als Fahrer. Ich arbeite gerade als Aushilfe. Fertig. Klingt professionell, kostet nichts. Okay, jetzt bin ich aber gemein. Was, wenn ich gerade gar nicht arbeite? Das ist ja bei vielen so, die neu hier sind. Gute Frage. Und genau da machen die Leute sich oft klein. Sie sagen, ich bin arbeitslos. Punkt. Mit hängenden Schultern quasi. Und das bleibt dann so im Raum stehen. Schwer. Ja, dabei gibt es eine viel schönere Version. Man kann sagen, ich bin gerade auf Jobsuche oder ich orientiere mich beruflich neu. Moment, orientiere mich neu. Ist das nicht schon zu hoch für den Anfang? Das ist doch eher B2. Ein bisschen, ja. Deshalb der einfache Ersatz gleich dazu. Auf Jobsuche. Das versteht jeder, das klingt aktiv. Du suchst, du bewegst dich. Das ist ein Zustand, kein Urteil. Das ist ein feiner Unterschied. Arbeitslos klingt nach einem Loch. Auf Jobsuche klingt nach einer Richtung. Schön gesagt. Und die Sachbearbeiterin hört diesen Unterschied, auch wenn sie ihn gar nicht ausspricht. Weil Sprache ja immer auch Haltung transportiert. Immer. Und jetzt kommt die Geschichte, die ich versprochen habe.
Die hat mir eine Freundin erzählt, die Deutschkurse gibt. Sie hat mich echt kurz nachdenklich gemacht. Erzähl. Da war ein Mann in ihrem Kurs. Nennen wir ihn Farid. Ingenieur, richtig klug. In seiner Heimat hat er Brücken gebaut. Große Sache. Brücken. Okay, das ist Verantwortung. Riesig. Aber sein Deutsch war noch am Anfang. Und bei jeder Vorstellungsrunde sagte er nur einen Satz. Ich bin Farid. Ich verstehe noch nicht so gut. Oh, er hat sich auf sein Nichtkönnen reduziert. Genau. Der Brückenbauer verschwand. Übrig blieb nur der Mann, der nicht so gut versteht. Und meine Freundin sagt, er wurde von Woche zu Woche stiller. Das tut fast weh, weil das Können ja da ist. Es hat nur keine Worte. So ist es. Und dann hat meine Freundin was Kluges gemacht. Sie hat ihm nicht mehr Grammatik gegeben. Sie hat ihm 3 Wörter gegeben. 3 Wörter, nur 3. Nur 3. Ingenieur, Brücken, Erfahrung und dann ein Bausatz drumherum. Ich bin Ingenieur. Ich habe Brücken gebaut. Ich habe viel Erfahrung. Ganz kurze Sätze. Subjekt, Verb, fertig. Genau die einfachste Grammatik, die es gibt. Aber der Inhalt war plötzlich riesig. Und weißt du, was in der nächsten Runde passiert ist? Sag. Er stand auf und sagte, ich bin Farid, ich bin Ingenieur, ich habe Brücken gebaut. Und dann, ganz am Ende, leise, mein Deutsch ist noch klein, aber es wächst. Mein Deutsch ist noch klein, aber es wächst. Wow. Der Satz ist stark. Und der Trick war einfach die Reihenfolge. Erst das, was er kann. Und die Schwäche kam zum Schluss. Klein, fast nebenbei. Und dadurch war die Schwäche nur noch ein Detail. Nicht mehr die Hauptsache. Das ist der ganze Trick. Reihenfolge. Fang mit dem an, was da ist. Nicht mit dem, was fehlt. Warte, das will ich festhalten, weil es so praktisch ist. Die meisten fangen mit der Entschuldigung an. Sorry, mein Deutsch. Und verschenken damit den ersten Eindruck. Der erste Satz ist wichtig. Und den nimmst du für eine Entschuldigung? Schade drum. Also, Entschuldigung ans Ende, wenn überhaupt. Und vorne das, worauf du stolz bist. So einfach. Und ehrlich gesagt, das gilt nicht nur für Deutsch. Das gilt für jede Sprache. Aber im Deutschen fällt es besonders auf, weil hier viele denken, sie müssten perfekt sein. Ah, das ist ein Thema für sich. Dieser Perfektionsdruck. Woher kommt der eigentlich? Ich glaube, das ist so ein Missverständnis, das die Leute übernehmen. Sie denken, die Deutschen erwarten fehlerfreies Deutsch. Und das stimmt einfach nicht. Wirklich nicht? Nein, ehrlich, die meisten freuen sich, wenn du überhaupt Deutsch sprichst. Ein Fehler im Satz? Egal. Aber ein Mensch, der sich versteckt, weil er einen Fehler machen könnte, den erreichst du nicht. Also lieber mutig und falsch als perfekt und stumm. Immer. Ich glaube ja. Ein falscher Artikel hat noch nie eine Freundschaft verhindert. Aber schweigen schon manche. Oh, der ist gut. Ein falscher Artikel hat noch nie eine Freundschaft verhindert. Und trotzdem, Jonas, ich will fair sein. Es gibt Momente, da zählt Genauigkeit schon. Beim Amt zum Beispiel. Da geht es um Fakten, um Daten. Da darfst du ruhig langsamer und genauer sein. Stimmt, da widerspreche ich dir nicht. Nur das ist ja kein sich vorstellen mehr. Das ist Auskunft geben. Guter Einwand. Aber der Übergang ist fließend. Beim Amt sagst du oft zuerst, wer du bist, und dann erst dein Anliegen. Und genau da kippen viele wieder in den lockeren Ton.
Zeig mal, wie es klingt, wenn es schief geht. Ich glaube, das ist lehrreicher als das perfekte Beispiel. Okay. Schiefgegangen. Ja, hi. Also, ich wollte mal fragen. Ich habe da so ein Problem mit dem Papier. Keine Ahnung, wie das geht. Ich spüre förmlich, wie die Sachbearbeiterin innerlich seufzt. Und jetzt dasselbe, nur ruhig sortiert. Guten Tag. Mein Name ist Farid Hassan. Ich habe eine Frage zu meinem Antrag. Kann ich Ihnen kurz erklären, worum es geht? Das ist Nacht und Tag. Und das Spannende, es sind fast dieselben einfachen Wörter. Nur in einer anderen Ordnung. Genau, es ist nicht schwerer. Es ist nur sortierter. Name, Anliegen, höfliche Frage, 3 kleine Schritte. Kann ich Ihnen kurz erklären, worum es geht? Diesen Satz sollte man sich echt merken. Der ist Gold wert, weil er höflich um Raum bittet. Du drängelst nicht, du überfällst niemanden. Du fragst, darf ich? Und fast immer heißt die Antwort ja. Und dann hast du die Bühne. Ganz ohne Druck. Ganz ohne Druck. Und weißt du, was ich an der Farid-Geschichte am schönsten finde? Es ging nie um bessere Grammatik. Es ging darum, dass er sich wieder getraut hat, groß zu sein. Sich trauen, groß zu sein, obwohl die Sprache noch klein ist. Ja, und das eine hat mit dem anderen weniger zu tun, als alle denken. Weißt du, worauf das für mich hinausläuft? Über sich selbst sprechen ist keine Grammatikübung. Es ist eine Erlaubnis. Du gibst dir selbst die Erlaubnis, da zu sein. Genau das. Und viele warten auf diese Erlaubnis von außen. Sie denken, erst wenn mein Deutsch perfekt ist, darf ich reden. Aber so kommt der Tag nie. Nie, weil perfekt kein Datum hat. Schön gesagt, perfekt hat kein Datum. Das merke ich mir. Lass uns das mal ganz praktisch machen. Für den, der jetzt zuhört und morgen in so eine Situation kommt. Ein Café, ein Kollege. Jemand fragt, und wer bist du eigentlich? Oh, die Frage. Die kann einen so kalt erwischen. Und du musst nicht deine Biografie erzählen. 3 kleine Sätze reichen. Wer du bist, was du gern machst, warum du hier bist. Fertig. Und dann eine Frage zurück. Das ist der Trick, den ich am meisten liebe. Du sagst ein bisschen und dann drehst du es um. Und du? Und plötzlich redest gar nicht mehr du allein. Ja, der Druck geht weg, weil du das Gespräch teilst. Ein Wort noch, das dauernd hilft. Sich vorstellen. Das heißt einfach kurz sagen, wer man ist. Name und 2 Sätze. Klein, aber man braucht es überall. Auf der Party, im Kurs, beim Amt. Und wenn dir mitten im Satz ein Wort fehlt, was machst du dann? Ich umschreibe es. Ich sag zum Beispiel, wie heißt das noch? Und dann erkläre ich es einfach mit anderen Worten. Das ist keine Schwäche, Jonas. Das ist eine Fähigkeit. Muttersprachler machen das ständig, ohne es zu merken. Stimmt, niemand hat alle Wörter parat. Auch ich nicht. Du, echt jetzt? Dauernd. Gestern wollte ich ein Wort sagen und es war einfach weg. Also habe ich es umschrieben. Keiner hat gemerkt, dass ich gestottert habe. Innerlich. Siehst du. Und das ist die eigentliche Nachricht heute. Über dich zu sprechen heißt nicht, fehlerfrei zu sein. Es heißt, sichtbar zu sein. Mit dem, was du hast. Mit dem, was du hast. Und das ist meistens mehr, als du denkst. Denk noch mal an Farid vom Anfang. Der hat nicht auf perfektes Deutsch gewartet. Er hat gesagt, darf ich kurz was erzählen? Und dann war der Raum seiner. Und der Raum gehört auch dir, egal wie groß dein Wortschatz gerade ist.
Ich mag, wie das heute geworden ist. Wir haben mit einer halben Geschichte angefangen und am Ende geht es gar nicht mehr nur um Sprache. Sondern ums Trauen. Das eine wächst mit dem anderen. Du redest, du wirst mutiger. Du wirst mutiger, du redest mehr. So ein Kreislauf. Und heute fängt er vielleicht bei jemandem an, der uns gerade zuhört. Das wäre schön. Also, ganz konkret. Das nächste Mal, wenn jemand fragt, wer du bist, warte nicht auf den perfekten Satz. Sag deine 3 kleinen Sätze und frag zurück. Und trau dich groß zu sein, auch wenn die Sprache noch klein ist. Die wächst schon mit. Das war schön heute, Lena. Und an euch, ganz praktisch, 3 kleine Sätze über euch, dann eine Frage zurück. Und für den Ernstfall der Satz: Kann ich Ihnen kurz erklären, worum es geht? Schreibt uns in die Kommentare, wie es gelaufen ist. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Danke fürs Zuhören. Und wenn dir das etwas gegeben hat, abonniere den Kanal, dann bleiben wir in Kontakt. Macht es gut und redet mehr über euch, als ihr euch traut. Bis bald. Bis bald, ihr Lieben.